Als Ende des 18. Jahrhunderts das neuartige Prinzip des Fortepianos immer populärer wurde, weil man damit ja leise und laut spielen konnte, Forte und Piano, mussten sich die Cembalo-Bauer der traditionierten Bauweise sozusagen etwas einfallen lassen. Wie kann ich dynamisch agieren mit einem Instrument? Wir haben hier ein ganz besonderes Exemplar. Es ist ein Cembalo von 1782 aus der Werkstatt von Longman and Brotherup, erbaut von Thomas Culliford. Und dieses Instrument zeigt exemplarisch, wie man sozusagen Ende der Barockzeit, Anfang der Klassik auf das neue Piano reagiert hat, mit klanglichen Veränderungen, die eben eine dynamische Vielfalt trotz des einseitigen Cembalo-Klangs erlaubt. Ich habe bei diesem Instrument, wenn ich das Grundregister eines Achtfuß mal nehme, einen geschlossenen Deckel. Diesen Deckel kann ich aber eben mit einem Pedal öffnen, sodass der Klang nach außen dringt. Dadurch habe ich natürlich eine klangliche Vergrößerung und einen Effekt, als ob es lauter wird. Diese Art von Schweller, wie man dann von der Orgel her kennt, war damals eben sehr populär. Man hat in verschiedenen Formen gebaut, als Jalousienschweller oder eben hier in dem als Lidschweller, als gesamtes Lid oder eben aufgeteilt in verschiedenen Arten und Weisen. Interessant bei dem Instrument ist noch, es habe eben verschiedene Register. Ich habe eben das Grundregister des Achtfußes, dann noch einen zweiten Achtfuß. Dazu dann ein Vierfußregister. Aber ich kann natürlich auch in die Subtilität gehen sehr stark. Ich nehme den Vierfuß wieder raus, gehe auf das eine Achtfußregister und ziehe hier diesen Lute Stop. Das heißt, es werden kleine Räderchen gegen die Saiten gedrückt, sodass sie abgedämpft werden. Ich habe diesen lauten, ähnlichen Klang. Oder ich nehme beide Achtfüße tatsächlich heraus und habe hier ein Hafenregister, das auf den Nasal sozusagen reagiert. Wir haben hier noch einen weiteren Registerzug, der nennt sich Pedal. Wenn ich den hineingebe, habe ich alle Register zusammen eingeschaltet. Das ist sozusagen ein Tutti-Klang des Instruments in vollen Möglichkeiten. Wenn ich nun das linke Pedal betätige, kann ich diese Register durch eine Maschinerie Stück für Stück entfernen, sodass ich langsam degraduiere und Diminuendo mache auf ein einfaches Register und so auch einen dynamischen Effekt erziele. Das heißt, im Augenblick, wenn ich zum Beispiel mit einem Tutti-Ouvertüre beginne,